Sauerkrauts, made for petrolheads. Früher, als wir 18, 19 waren, wollte kein Mensch einen Rallye Golf haben. Das waren Ladenhüter, ne? Warum sich das so entwickelt? Ich glaube auch, weil es dann halt andere Felgen und andere Fahrwerksmöglichkeiten gibt, dass man den optisch dann auch so ändern konnte, ne, wie man es jetzt machen kann. Dass man dann sagt, wow, das gefällt mir, ne? Da kann ich mich mit identifizieren. Und früher gab es halt nichts, ne? Und dementsprechend glaube ich, dass es sich deswegen halt so entwickelt hat. Das ist ein Rallye Golf, wurde 5000 Mal gebaut und wie gesagt, ich habe immer Golf 2 super gefunden und hatte auch G60 früher und das Hobby ist dann so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und man hatte immer Golf 2, aber eher stiefmütterlich und ich hatte immer im Kopf, dass ich wieder einen G60 bauen möchte, mal einmal komplett restaurieren und dann habe ich diesen Rallye Golf über einen Bekannten von mir angeboten gekriegt, ne? Und der hatte mir dann eine E-Mail geschickt mit den Fotos und zu der Zeit, wo ich den gekauft habe, waren diese Autos ja auch irgendwie nicht teuer, nicht viel wert, weil sie keiner haben wollte. Und dann hat er mir noch angeboten, dass er mir den noch rumbringen könnte, weil er auf dem Weg was abholen wollte. Und dann hat er mir das Auto gebracht und dann hatte ich einen Rallye Golf. Wichtig war, dass das Auto zum Schluss so ein bisschen die Originalität behält und alles, was ich einbaue, ich wieder zurückrüsten kann, wie das Luftfahrwerk und die Felgen, dass ich den hinterher, wenn ich dann sage, ich möchte ihn wieder original fahren, dass ich ihn einfach wieder umbauen kann, ohne großartige Veränderungen an Karosserie, so Rückbauten vorzunehmen. Ein BBS RS 315er in 17 Zoll mit 185, 35, 17 Reifen. Das ist ein 16 VG60 Motor mit 210 PS und ist halt ein aufgeladener 16V. Ihr könnt Patrick und seinen Rallye auch am 15.06.2024 live auf unserem Sauerkrauts Community Event Inneres Blumenpflücken sehen. Wir schmeißen auch in diesem Jahr wieder einen automotiven Tanztee für euch. Unser Inneres Blumenpflücken ist seit 11 Jahren der perfekte Mix aus feinsten Ausstellungsfahrzeugen und feinstem DJ-Line-Up auf 3 Floors. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Das Auto war komplett zerlegt, hatte jemand angefangen auseinanderzubauen. Sehr viele Fehlteile, so Front gefehlt, die Rallye-spezifischen Teile, wie Zierleisten, Luftkanäle, komplette Innenausstattung. Und dann hatte man sich ja noch nicht mit dem Thema beschäftigt, Rallye Golf, und hat gedacht, okay, dann haben wir das Auto, dann bauen wir das mal schnell zusammen. Und dann fing das an, dass man doch Teile suchen musste und seltene Teile waren dann auch schwer zu finden. Und dann hat es dementsprechend auch gedauert.
größten Veränderungen waren das Luftfahrwerk, die 17 Zoll BBS und die speziellen Teile vom Rallye, die schwer zu kriegen sind, wie gelbe Scheinwerfer, gelbe Nebelscheinwerfer und die Recaros. Und Abgasanlage habe ich geändert und mehr wollte ich halt auch nicht ändern. Ich habe einen TH Technics verbaut mit einer Airlift-Steuerung, das aber auch so eingebaut, nicht wie andere mit einem Halter im Kofferraum und Platte, sondern einfach so eingebaut, dass ich es wieder rückrüsten kann und bin auch durch originale Aufnahmen gegangen oder Löcher, damit ich dann dementsprechend halt in der Karosse keine Löcher bohren muss und nichts verändere. Das war mir halt wichtig. Da sind gelbe Pfiffsrückleuchten drin. Ich habe am Anfang, als ich das Auto gebaut habe, rote drin gehabt. Aber zu den gelben Haupt- und Nebelscheinwerfern fand ich das Gelbe gut passen. Sie sind halt sehr schwer zu finden. Und Leo hatte mir die besorgt über seinen Bekannten aus Spanien. Habe ich sie neu gekauft und habe mich gefreut, dass ich sie bekommen habe und dementsprechend verbaut habe. Also ich finde das Fahrverhalten super, weil er hat ein frühes Ansprechverhalten und der Klang vom G-Lader, das ist das, was mich an diesem Motor halt auch fasziniert und dass die Technik auch vor so langer Zeit, als dieses Auto mal neu war, auch schon so weit war, sowas zu bauen. Und damals mit dem G60 warst du ja auch jemand, der ein schnelles Auto hatte. Heute bist du langsam. Turbolader, der kommt dann halt und du hast das Turboloch. Und der G-Lader ist dann, liegt die Leistung an und dementsprechend bleibt sie dann bis zum Schluss. Und das ist halt so der Unterschied. Turbo ist auch schön, fahre ich auch, habe ich sowas. Aber G-Lader ist halt so meine Jugenderinnerung und halt auch dieses Gefühl, ich musste ja auch nicht permanent schnell mitfahren. Ich freue mich, wenn der Lader dieses Brummen macht, dann bin ich entspannt am Tag. Wenn ich einen Tag hatte und mich ins Auto setze, eine Runde fahre, ist alles vergessen, ist alles super. Ich bin dann entspannt, fahre dann ein bisschen durch die Gegend oder wir fahren zu Treffen und ich freue mich dann auch über die Reaktion der Leute, wenn auch gerade die älteren Menschen kommen und sagen, oh, ist das ein Golf 2 und den hatten wir früher auch und du kommst mit denen ins Gespräch. Das finde ich immer ganz nett an der Geschichte, ne? Den Innenraum habe ich einmal mit den Recaros bestückt. Ich hatte vorher die originale Ausstattung besorgt, aber dann machst du ja weiter und denkst, was kann ich noch ändern, wie kann ich es noch schöner haben, aber immer dem Original angelehnt und die Recaros gab es halt original elektrisch verstellbar. Die habe ich dann gesucht und ich habe dann irgendwann zum Schluss den Tacho umgebaut auf VW Motorsport Tacho, den ich noch liegen hatte. Den hatte ich jahrelang verpackt liegen, habe es umgebaut, weil ich dachte, es ist zu schade für die Vitrine. Und ich habe ein Jamex Goldlenkrad eingebaut und mehr Veränderungen habe ich im Innenraum halt nicht vorgenommen. Probleme in dem Sinne gab es nicht, aber es gab halt Probleme, die originalen Teile zu besorgen. Weil in der Zeit, wo ich den restauriert habe, ich habe den Wagen 2015 bekommen, dann habe ich 2 Jahre mit einem sehr guten Freund von mir das Auto restauriert, immer am Wochenende. Und in der Zeit hat sich dieser Markt für Golfteile auch verändert. Auf einmal wurden die Teile auch für Rallye Golf teuer und dann war es halt echt schwierig, Teile im vernünftigen Zustand und zu einem bezahlbaren Preis zu bekommen. Wir waren da teilweise weit unterwegs bis Österreich und haben Teile abgeholt, um das dann original zu komplettieren. Ich bin
bin so zufrieden. Ich baue dieses Auto ja für mich, um da selber Freude mit zu haben. Und ich bin jetzt so zufrieden und das ist der Stand, den ich erhalten möchte. Und dann will ich ihn pflegen und dann daran erfreuen. Also so ein Projekt schaffst du ja nicht selber alleine umzusetzen. Da freust du dich, wenn Freunde dir helfen. Und in diesem Fall hier hat mir mein Freund Sinan die 2 Jahre sehr, sehr viel geholfen, dieses Auto zu komplettieren und fertig zu bauen. Und es waren teilweise nicht schöne Arbeiten wie Versiegeln und Kabelbäume legen, was mir nicht so riesen viel Spaß macht, was er für mich übernommen hat. Und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bei ihm bedanken, weil ohne ihn wäre das Projekt auch nicht so entstanden, wie es jetzt entstanden ist. Leo hatte mir die Rückleuchten besorgt. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass er sich gekümmert hat. Und alle anderen, die Rücksicht genommen haben für die nicht vorhandene Freizeit, dass ich nicht irgendwo aufgetaucht bin, sondern lieber das Auto gebaut habe. Für deren Verständnis möchte ich mich auch noch bedanken. Danke für euer Interesse an dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Like und abonniert den Kanal von Sauerkrauts. Falls ihr noch Fragen habt oder das Auto live sehen wollt, sehen wir uns beim inneren Blumenpflücken. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, gutes Gelingen bei euren Projekten und ich hoffe, ihr setzt eure Träume auch um hinterher viel Spaß zu haben.